Das unpersönliche Passiv. Das bedeutet die Bildung des Passivs ganz ohne Subjekt und auch mit allen Verben, die gar kein Akkusativobjekt im Aktivsatz haben. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir das sogenannte unpersönliche Passiv. Wenn du mein gestriges Video gesehen hast, da habe ich dir gesagt, dass du das Akkusativobjekt im Aktivsatz immer zum Subjekt im Passivsatz machst. So bildest du das Passiv. Und deswegen brauchst du natürlich zwingend ein Akkusativobjekt in deinem Aktivsatz, um nun auch wirklich das Passiv bilden zu können. Und dementsprechend habe ich dir gestern auch gesagt, dass das Passiv nur dann gebildet werden kann, wenn du ein Akkusativobjekt in deinem Satz hast. Das stimmt nicht ganz, denn es gibt einen kleinen Trick, wie du mit fast allen Verben das Passiv bilden kannst. Die einzigste Bedingung, die dann noch erfüllt sein muss, ist, wir müssen hier über eine Handlung sprechen. Wenn das Verb also nur einen Zustand beschreibt, wie zum Beispiel sein oder haben, besitzen, dann geht kein Passiv. Denn bedenke, im Passiv geht es um die Handlung. Wenn es keine Handlung gibt, dann geht auch kein Passiv. Aber dieses Akkusativobjekt, das brauchen wir nicht zwingend. Denn jetzt zeige ich dir mit Hilfe von meinem E-Book, wie du das Passiv bildest ohne Akkusativobjekt und dementsprechend auch komplett ohne Subjekt im Satz. So, bevor ich dir zeige, wie der Trick funktioniert, wie du das Vorgangspassiv ohne ein Akkusativobjekt bildest, noch ein ganz wichtiger Fakt, den du dir merken musst: Ein Dativobjekt bleibt im Passiv immer ein Dativobjekt. Und das kann sich nie verändern. Also alles, was im Dativ steht, wechselt definitiv niemals zum Nominativ, also zum Subjekt in einem Passivsatz. Denn nur ein Akkusativobjekt kann zum grammatikalischen Subjekt im Passiv werden. Das bitte beachten. Steht etwas im Dativ, kann daraus auf gar keinen Fall das Subjekt im Passiv werden. Wenn wir nun aber kein Akkusativobjekt haben, dann nehmen wir uns das Pronomen es als Platzhalter zu Hilfe, das das Akkusativobjekt sozusagen repräsentiert. Dieselbe Funktion können auch sogenannte adverbiale Angaben haben. Das sind die Informationen, die du mit wann, wie, wo oder warum erfragen kannst. Und entweder dieses S oder die adverbiale Angabe muss auf Position 1 stehen, dann im Passivsatz, damit das funktioniert. Und wenn etwas anderes als S auf Position 1 steht, dann brauchst du dieses S nicht mehr. Hört sich erstmal wahrscheinlich wieder komplizierter an, als es ist. Ich zeige es dir jetzt einfach an ein paar Beispielen. Als erstes schauen wir uns das sogenannte unpersönliche Passiv bei Verben mit einer Dativergänzung an, also bei den Verben, die dich zum Dativ zwingen, wie zum Beispiel helfen. Mein Sohn hilft mir heute. Hier, das muss Dativ sein, weil das Verb helfen das so möchte. Und wie du siehst, wir haben hier kein Akkusativobjekt. Hier ist überhaupt gar kein Akkusativ drin. Da das hier aber eine Handlung ist, die man auch mit mir machen kann, können wir hier natürlich ein Passiv bilden. Und das geht einmal so: Mir wird heute geholfen. Wir nehmen das Dativobjekt, setzen es an die erste Stelle und dann bilden wir das normale Passiv hier im Präsens mit werden plus geholfen. Und wie du hier siehst, es gibt hier kein Subjekt mehr. Es gibt keine Nominativ. Warum funktioniert das? Ganz einfach, im Passiv ist es egal, wer die Handlung durchführt, und
die Person, die die Handlung durchführt, ist dir unwichtig oder unbekannt und deswegen, genau, das ist das Subjekt, die Person, die die Handlung durchführt. Da wir die hier nicht kennen, lassen wir es weg. Genauso funktioniert es auch mit heute. Auch heute kannst du an die erste Stelle stellen und dann den Passivsatz bilden. Denn nach heute kannst du mit wann fragen, das ist eine Angabe. Heute wird mir geholfen. Auch das funktioniert. Oder wenn du heute oder mir nicht voranstellen möchtest, dann geht das auch mit es. Es wird mir heute geholfen. Genauso funktioniert das hier auch bei dem Satz, alle hören dem Lehrer im Unterricht zu. Hier kannst du auch dem Lehrer vorn an die erste Stelle setzen. Dem Lehrer wird im Unterricht zugehört. Oder oder im Unterricht wird dem Lehrer zugehört. Auch hier es ist eine Angabe und es wird dem Lehrer im Unterricht zugehört. Hier alle drei Versionen funktionieren einwandfrei. Setzt einfach jegliche andere Information an die erste Stelle und dann ganz normal die Passivbildung oder nimm das es als als Stellvertreter-Subjekt, dann hier als Nominativ, als Subjekt in den Passivsatz. Mit dieser Version wird werden immer in der dritten Person Singular konjugiert, denn selbst wenn es hier nicht dasteht, ist genau das, was angenommen wird, das Subjekt. Es ist das Subjekt, auch in diesen hier. Man lässt es nur weg, weil es überflüssig ist, aber genau deswegen wird hier werden immer in der dritten Person Singular konjugiert. Wir nehmen an, dass es das Subjekt ist. Schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert mit Präpositionalergänzungen. Also hier hat das Verb kein Dativobjekt, sondern einfach nur noch eine andere Ergänzung mit einer Präposition. Du musst also dieses Verb zusammen mit der Präposition benutzen und solange das eine Handlung ist, die man mit mir machen kann, da funktioniert auch das Passiv. Auch hier aus mein Sohn wartet auf mich wird gewartet. Wer das macht, ist hier im Passiv wieder unbekannt oder einfach egal. Du kannst es so machen oder wieder mit der Hilfe von dem es. Es wird auf mich gewartet. Oder er spielt mit dem Kind. Mit dem Kind wird gespielt oder es wird mit dem Kind gespielt. Auch hier wieder Konjugation dritte Person Singular, da wir annehmen, dass es das Subjekt ist, auch bei diesen zwei Sätzen, wo es nicht drin steht, wo es gar kein Subjekt hier in diesem Passivsatz gibt. Wenn im Aktivsatz das Pronomen Mann das Subjekt ist genau das gleiche anzuwenden, denn Mann existiert im Passiv nicht, da Mann zu unpersönlich ist. Deswegen, das kann man so nicht benutzen und deswegen wird aus in Italien isst man viel Pizza. Entweder in Italien wird viel Pizza gegessen oder es wird viel Pizza in Italien gegessen. Du könntest auch sagen, viel Pizza wird in Italien gegessen. Funktioniert auch. Du kannst also alles hier von an die erste Stelle stellen. Und wenn du nichts davon hinstellen möchtest, weil du nichts besonders hervorheben möchtest, dann nimmst du einfach das es. Auch man raucht in Bayern wenig. In Bayern wird wenig geraucht oder es wird in Bayern wenig geraucht. Du könntest auch sagen, wenig wird in Bayern geraucht. Geht genauso. Wenn du nichts an der Wortstellung ändern möchtest, dann nimmst du auch hier es. Diese Bildung mit es funktioniert auch in dem ganz normalen Passiv, wo es ein Akkusativobjekt gibt. Es geht dort auch.
Auch da kannst du es an die Position 1 stellen. Aus die Polizei hat den Täter gefasst. Kannst du entweder der Täter wurde von der Polizei gefasst machen oder es wurde der Täter von der Polizei gefasst. Hier ist das Akkusativobjekt den Täter. Das kannst du hier zum Subjekt im Passivsatz machen. Oder du benutzt das S. Beides ist möglich. Beides wird benutzt. Grundsätzlich würde ich aber der Einfachheit halber dir empfehlen, diese Variante zu benutzen, wenn es möglich ist. Jetzt weißt du, wie du das Passiv bildest, und zwar ganz ohne Subjekt und ganz ohne das Akkusativobjekt. Das Einzige, was dir jetzt noch fehlt, ist die Bildung in allen unterschiedlichen Zeitformen. Die zeige ich dir in dem morgigen Video, das ich dir hier auch schon verlinkt habe, falls du das Video erst später anschaust. Also, wir sehen uns morgen beim nächsten Video, dann vom Aktiv zum Passiv in allen Zeitformen.